Hallo, ich grüße dich. Heute geht es um das wichtige Thema, gerade für uns Kleinkreatoren, Zuschauerbindung. Was bewegt das? Was ist das überhaupt? Das werde ich dir in diesem Video erklären. Und ich zeige dir Tricks, wie wir das alles noch ein bisschen verfeinern können und eine Wirkung auf YouTube erzielen, das uns in diesen ganzen Erklärungen mir noch kein Guru erzählt hat. Können wir loslegen? Laufe nicht nach 10 Sekunden weg, weil dann lernst du nichts. Es dauert ein bisschen, ne? Wir verstehen uns. Okay. Hier habe ich gleich mal 3 Fragen zusammengefasst, um eine Beschleunigung zu erzielen. Sag mal, ich habe da diese neue Playlist für den Sniper-Leitfaden. Wie kriege ich die Leute aus meinen Videos direkt da rein, ohne dass sie lange suchen müssen? Verstehst du, was ich damit meine? Du kannst einen Anhang machen, ne, zum Schluss des Videos, das dann auf deine Playlist verlinkt. Aber was machst du, wenn die Leute das gar nicht gucken bis zum Ende, irgendein Video? Dann sehen sie auch nicht diesen Anhang von deinem Video, stimmt's? Gut, werden wir klären. Ich habe hier oben in meinem Browser, hier, ne, ich habe eine Playlist jetzt einfach mal aufgemacht und die es nicht geht, aber das ist vollkommen egal. Jede Playlist hat einen Link von unserem Studio. Diesen Link stehen oben Studio, also mit Studio drin, ne? Hier oben, ne? Kann ich den einfach kopieren und in die Beschreibung klatschen? Oder gibt es da einen Haken? Wie muss ich den Link in die Videobeschreibung einbauen, damit der gut aussieht und die Leute auch wirklich draufklicken? Geht das auch in den ersten 2 Zeilen? Gut, wollen wir loslegen? Interview beginnt. Das sind genau die richtigen Fragen für dein Video. Hier sind die Antworten im Handwerksstil. ASK und ich, wir haben uns geeinigt, dass wir diese Videoreihe mehr auf ein Handwerk legen. Nicht nur auf einen Hype, nicht nur oberflächliches Gelaber, sondern wirklich ins Detail gehen. Ein Tipp und ein Trick, den ich dir in diesem Video noch erklären werde, habe ich nämlich selbst rausgefunden, da sonst ein Fehler vorliegen würde, den du mir jeden Tag wirklich an den Kopf knallen könntest. Deswegen Handwerk. Direkt für deine Zuschauer aufbereitet. Wie kriege ich die Leute direkt in die Playlist? Der direkteste Weg ist das Handwerk der Verlinkung. Anstatt zu sagen, sucht mal auf meinem Kanal, setzt du den Link direkt in die Videobeschreibung und ganz wichtig, als fixierten Kommentar. Und das Video, so ist der Link das erste, was die Leute sehen, wenn sie auf deine Kommentare kommen. Ja gut, es geht aber noch anders. So direkt wollen wir da gar nicht rein. Das ist, ich nenne es immer Backen. Ne? Erwähne die Playlist, da werden wir hinkommen. Ne? Auch aktiv im Video. Den kompletten Leitfaden findest du hier oben in der Infokarte und. Ja gut, machen alle. Bloß da hört keiner. Ich habe da noch nie drauf geklickt. Noch nie. Und wie ich ja sagte, wenn einer dein Video nicht bis zu diesem Punkt, wo du dein, was weiß ich, der linken Finger hochhältst und klicke da an, ne, ja, dann weiß er auch nichts, oder? Dann weiß er gar nichts. Es geht darum, die ersten Sekunden, wenn du jetzt noch da bist, dann komm weiter mit. Die ersten Sekunden im Video muss jeder Zuschauer eine Möglichkeit haben, weiterzukommen bei dir. Ohne sich alles anzugucken. Er hat gesehen, okay, dieses Video beinhaltet dieses oder jenes. Ja, das ist mir nicht so wichtig. Ja, was machen die in der Regel? Da gehen sie raus. Oder kennst du auch das Problem? Gerade wir Kleinkreatoren. So, und das möchte ich mit dir jetzt gerne mal umgehen. Vorsicht, das ist eine klassische Falle. Der Link jetzt kommen wir ans Eingemachte. Den Link aus der Adresszeile deines Browsers, während du im YouTube-Studio bist, darfst du niemals kopieren. Ja, du darfst ihn kopieren, das ist klar, aber er erfüllt den Zweck nicht, den wir wollen, ne? Der Haken, dieser Link führt in deinen Bearbeitungsbereich.
Wenn ein Zuschauer draufklickt, landet er entweder auf einer Fehlermeldung oder auf seiner eigenen Studioseite, aber niemals bei deiner Playlist. Hast du verstanden, was ich uns damit sagen will? Dieser Link hier von der Playlist hast du auch, kannst du gucken, mach einfach eine Playlist auf, dann hast du einen Link hier oben. Dieser Link ist dein Studio, das ist dein privater YouTube-Bereich, da kann keiner eindringen, da soll auch keiner rein. Und wenn wir diesen Link einfach jetzt kopiert, in der Beschreibung, irgendwo, in irgendein Video, in einer anderen Playlist, das ist dir überlassen, das zeige ich dir noch, einfügen, ja, dann wird er zum Anklicken angezeigt. Aber klickt da jemand drauf, ja, fliegt er raus zum Startseite von YouTube. Und das habe ich durchgespielt. Deswegen die Lösung. Gehe auf deine öffentliche Kanalseite, klicke auf die Playlist und kopiere den Link. Erst dann, wenn du sie als Zuschauer ansiehst. Er muss mit YouTube, blabla, Playlist beginnen. Ohne das Wort Studio. Richtig. Zeige ich dir gleich, wie das funktioniert. Wir gehen nochmal schnell durch, was sie hier jetzt sagt. Ne? Da hat sie es ja nochmal geschrieben. Und dann gehen wir beide mal den Weg durch. Nur wir Kleinkreator können lernen und besser werden. Nicht nur von Gurus irgendwas suggeriert bekommen, was keine Hand und keinen Fuß hat. Ne? Verstehst? Hand und Fuß muss es haben. Das Gewerk. Sonst funktioniert nichts. Einbau in die Beschreibung. Die ersten 2 Zeilen. Das ist immer wichtig. Ja, das geht nicht nur. Das ist sogar bestens zu empfehlen, übersetze ich jetzt einfach mal für mich. Die ersten 2 Zeilen sind der Bereich, den man sieht, ohne auf mehr Anzeigen klicken zu müssen. Du verstehst, was ich meine? Wenn du dir ein Video anschaust, irgendeins auf YouTube, scroll mal nur 2-3 Mal runter. Dann siehst du eine Beschreibung. Und das ist immer die anfangs 3 Zeilen der Beschreibung jedes Videos. Das siehst du überall. Wenn natürlich einer nur 5 Wörter reinschreibt, dann hast du keine 3 Zeilen, dann hast du diese 5 Wörter. Und das ist damit gemeint. Aber da gehen wir gleich hin. Warte ab. Keine Sorge. Der Profilog. Schreib einen kurzen, knackigen Satz und setze den Link in eine eigene Zeile. Beispiel. Hier geht zum kompletten Sniper Fury Leitfaden. Solche Playlists, ja, habe ich vor zu erstellen. Von Anfang bis zum kleinsten. Du weißt, was das bedeutet, so eine Guide, so ein Leitfaden, ne? Videolist. Also der Stolperstein-Check. Wie vorhin gelernt, ich habe mit dir schon gelernt, deswegen kann ich dir jetzt gleich alle Fehler zeigen, die du nicht machen solltest. Ich hatte die gemacht und war verwundert. Wie vorhin gelernt, lass nach dem Link unbedingt ein Leerzeichen. Das war nicht der größte Gaudi, den sie am Anfang auch nicht mir mitgeteilt hatte. Ich habe das nämlich ausprobiert und bin drauf gestoßen. Und ich schätze mal, viele kleine Geräte wie du und ich, wir wussten noch nicht mal, dass wir da unten irgendwo einen Link einfügen können, oder? Also wir wollen mal ehrlich sein, alle bleiben, ne? Bevor du einen Punkt oder einen neuen Satz setzt. Du kennst dieses Satzzeichen, ne? Du beendest einen Satz, machst einen Punkt, machst ein Leerzeichen, der nächste Satz beginnt. So, und da ist nämlich der Knackpunkt gewesen, damit die Weiterleitung sauber funktioniert. So ist solides Handwerk. Wenn du das so erklärst, verstehen deine Zuschauer nicht nur das Wie, sondern auch das Warum. Ja, Askar, sag mal, wenn sie über 10 Sekunden aushalten in einem Video, ne? Also von daher, pass auf, jetzt gehen wir die Sache mal durch. Hier können wir erstmal sie beiseite legen. Das haben wir geklärt. Das ist die Playlist, die ich jetzt nehmen werde. Ne? Das ist das Video, wo ich sie schon eingefügt habe. Das ist die Playlist. Nee, das ist das Video, wie ich es geschrieben habe. Und das ist der Knackpunkt. Pass auf. Diese Playlist, gehen wir einfach mal raus. Gehen wir einfach raus. Du musst nicht in diese Playlist rein, weil die willst ja nur verlinken. Playlist kennst du, ne? YouTube Studio, kannst du Videos, Shorts, bla bla, Playlist. Wir wollen jetzt erstmal eine Playlist verlinken. Du kannst es auch mit Videos machen, du kannst es mit alles machen, wie du willst. So,
Diese Playlist möchte ich jetzt verlinken auf das Video, was du hier schon siehst im Bild, ne? Der erste Punkt, was sie hier auch geschrieben hatte, es muss ja mit HTTPS anfangen und nicht mit Studio YouTube. Komm, ja dann klatschen wir überall hin. Und dieses kannst du für dich. Du kannst für dich einen Spruch davor knallen, dass es dir überlassen. Aber vielleicht ein bisschen, ja, mit Gänsefüßchen oder sonst was. Aber mit Ausrufezeichen, also Doppelpunkt, kannst du beenden. So, Quatsch. Hier rauf auf Punkte. Und dann hier einfach auf Link zum Teilen abrufen. Da klickst du rauf. Mehr nicht, dann bist du weg. Dann verschwinde hier raus. Dann gehst du in das Video, wo du möchtest. Weil du siehst, Sniper Fury Überlebenswut ist die Playlist. Ne? Das ist jetzt das Video. Diese Waffe ist die richtige. Siehst du, kann ich gleich annehmen. Ja, haben wir schon mal geguckt hier. Diese Waffe ist die richtige. Super, um den Shop zu plündern. So, speichere ich mal gleich, ne? Damit ich nicht wieder vergesse. Dieses Video ist in der Playlist. So, kennst du das von dir auch? Ja, du krampfhaft schreibst du da irgendeine Beschreibung rein. Tipp, schreibe immer eine Beschreibung. Glaube mir, der Algorithmus von YouTube, der legt da großen Wert drauf. Nicht du oder deine Zuschauer, die lesen in der Regel nie eine Beschreibung, mach ich auch nicht, aber der Algorithmus, Freund, der liest deine Beschreibung, meine Beschreibung, unsere Beschreibung. Ich habe mir die Waffe Zuckerstangenschlag geholt. Die ist für das Event Überlebenswut. Die Waffe ist stark genug, um ordentlich Schlagpunkte zu erspielen. Bonus, einmal Energie, gibt zurück, je Durchgang. Dann hatte ich das hier nicht drin, ne? Ich mache das jetzt einfach mal, damit du das hier siehst. Dieses und dieses ist ja dann schon mit diesen Ding, ne? Das hatte ich ja gar nicht drin. Dann ging es ja hier wieder. Schau dir das Video an, dann siehst, was ich meine. Tipp und bla 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 bla. Kleiner Tipp nebenbei, hau kleine Hashtags rein. Für die Algorithmussuche, für die Algorithmus, also der schmeißt uns ja in eine potenzielle Suche, was potenzielle Zuschauer suchen. Zum Beispiel, das geht hier um Sniper Fury. Wenn ich jetzt mich nicht auskennen würde, ich würde in der Google-Suche oder keine Ahnung, wie du es auch gemacht hast, wir alle machen das irgendwo, einfach Überlebenswut eingeben. Da würde er mich automatisch in, also dieses Video, was ich gemacht habe, und du hast vielleicht ein ganz anderes irgendwas, du verstehst den Sinn, würde er vorschlagen. Viel besser vorschlagen. Machen wir das nicht mit diesen Hashtags in dieser Beschreibung, dann wird diese Vermittlung unserer Videos immer schwieriger. Setzen wir hier keine Schlagwörter ein. Zum Beispiel die Waffe heißt Zuckerstangenschlag. Wenn jetzt ein potenzieller Zuschauer, der einfach wissen will, Sniper Fury ist ein geiles Spiel, Überlebenswut. Ich habe da irgendwas gehört von der Waffe Zuckerschlag. Sniper gibt es überhaupt? Der gibt nur eine Suche Sniper Fury Zuckerstangenschlag ein. Schon wird mein Video vorgeschlagen. Obwohl es hier im Hashtag nicht steht. Aber hier steht es drinne. Versteht den Sinn. Wir Kleinkreator müssen Profi mal langsam werden und nicht immer die letzten luschen und nur rumholen auf YouTube. Das muss vorbei sein. So, wie du siehst, was sie meinte. Dieses Leerzeichen hier. Dieses hauen wir normalerweise gar nicht rein. Ne? Also hinter diesem Link würde jetzt der Punkt kleben. Wir sind es so gewohnt. Wir schreiben so. Das können wir nicht einfach abändern. Und dann beginnt der neue Satz mit Leerzeichen. Das ist so. Das ist die Schreibform. Und das ist genau falsch. Und hier musst du auch ein Leerzeichen einfügen, was wir von Haus aus machen. Unsere Gewohnheit zwingt uns ja schon dazu, ne? Hinter irgendein Trennpunkt, Satzpunkt, Satzzeichen ein Leerzeichen zu machen. Aber nicht am Ende des Satzes. Da nehme ich jetzt kein Leerzeichen in der Regel. Und das ist das A und O.
Schreibe dir das auf, merke dir das oder sonst wie. Machst du das nämlich nicht, wird jeder, der pass auf, dann gehst du einfach hier wieder zurück, weißt du auf Abspielen des Videos, kannst du ja selbst in dein Studio raufklicken, dann kommst du ja hier hin und kannst dein Video selbst prüfen. Nach jedem Upload prüfe ich das Video, wirst du höchstwahrscheinlich auch machen. Und dann siehst du jetzt, worum es geht hier, ne? Das sind die ersten Zeilen von der Beschreibung. So sieht das jeder. Das sieht schon, so siehst du das Video ja auch. Und wenn du nur mal ein bisschen runter scrollst, siehst du das. Bei manchen scrolle ich runter, ich lese aber nie die Beschreibung richtig durch. Wenn du jetzt nämlich auf diesen Link klickst, sollten wir, wenn alles klappt, in die Playlist kommen. Da, wo das Video drin ist. Wollen wir mal probieren? Wir probieren das einfach mal, oder? Wenn nicht klappt, dann bin ich der Vollpfosten, ne? Nicht du. Gehen wir einfach mal hoch. Siehst du? Wenn du das jetzt wärst, würdest du gleich reinkommen in die Playlist. Ohne dass du das Video bis zum Ende schauen müsstest. Ohne dass du das nach 10 Sekunden wie die meisten, ich weiß nicht, diese Menschen auf YouTube, was die überhaupt wollen auf YouTube, nach 10 Sekunden oder 20 Sekunden Video abbrechen. Keine Ahnung, die Logik verstehe ich. Nee, ich will die auch gar nicht verstehen. Aber du siehst, du bist jetzt in diese Playlist drin. Und dann kannst du scrollen. Ist das nicht geil? Jetzt haben wir ehrlich. Schreib in den Kommentaren. Hast du das gewusst, dass das funktioniert? Ich bin ehrlich, ich habe es nicht gewusst. Ich hatte keinen Fahrplan, wie man jetzt, sag ich mal, für uns YouTube. Also, ASK hatte geschrieben, dadurch baust du deine eigene Werbetafel. Du kannst in jedem Video einen Link zu einem anderen Video reinhauen. Du kannst in jedem Video auch 2 Links reinhauen. Du musst aber dann schreiben, hier ist der Link, okay, ne? Ich hatte eigentlich, hier ist der Link, okay, kann man zur Playlist dann schreiben, das kann ich noch umändern. Du kannst hier 2 Links reinhauen. Hier hinter machst du normal dann ein, denke an dieses Ende Leerzeichen. Denke daran, mein Freund. Ja, YouTube oder hier Link, Video. Ich habe einen Steinpilz gefunden. Weiß ich, Mensch. Weiß ich doch nicht. Haust den Link rein, kann er anklicken. Ey, das gibt uns so viel Potenzial für Kleine. Der Mensch muss das Video jetzt nicht automatisch durchschauen, wenn es ein langweiliges Video ist. Aber wie ich festgestellt habe, die Leute haben keinen Bock, irgendwo mehr was zu sehen überhaupt. Am besten nur noch 10 Sekunden Shorts und dann ist ihre Intelligenz überfordert. Gehe ich mal bald von aus. Oder die scrollen 2-3 Mal zurück. Die das wissen, erwarten das sogar vielleicht von uns. Oder die es noch nicht wissen und bei uns sehen, werden das demnächst auf deinen Kanal erwarten. Also wir müssen besser werden, glaub mir, ne? Das verstehst du, oder nicht? Und das will ich. Und deswegen mache ich diese Videos mit ASK bisschen tiefgreifender. Und nicht nur die Oberfläche angekratzt, wie die Gurus das hier auf YouTube machen. Nicht nur die Oberfläche angekratzt, ohne dir diesen Weg zu zeigen, wie ich da hingekommen bin. Was dieses ASK-Studio wirklich mir mitgeteilt hat, dass das die Wahrheit ist, die ich dir jetzt hier erzähle. Darum geht es. Und wenn dir manchmal ein Video etwas länger vorkommt, es ist ein Guide, es ist ein Leitfaden, es ist ein Erklärvideo und kein Shooter 5 Minuten Durchgang. Das muss man unterscheiden, oder? Gut. Und wenn du zufrieden bist und immer mehr wissen willst, tja, dann klick einfach die Playlist ASK Studio an. Wir sehen uns, ne? Bis dann. Tschüss.